Kennst du den Riesenhype um den Döner aus Backpapier? Lach. Ja, ich habe mir gedacht, das musste noch einfacher gehen und noch schneller. Und das siehst du hier in diesem Video. Ja, einfach, schnell und sowas von lecker. Döner-Style nachgemacht auf Uschis Art, hätte ich beinahe gesagt. Ja, auf meine Art. Ich lasse mir mal wieder was einfallen für euch. Jetzt lasst es euch schmecken und viel Spaß beim Zuschauen. So, heute fange ich zuerst mit der Soße an, dass die mir noch schön ziehen kann. Hier habe ich jetzt milden, cremigen Joghurt. Das sind 150 Gramm. Dann habe ich hier von meinem Smant noch etwas. Das gebe ich noch dazu. Es gibt ein bisschen eine festere Bindung und noch einen guten Geschmack. Also das mischt man so im Verhältnis dazu. Manche machen Mayo drunter. Ich mache kein Mayo, deswegen bleibt bei mir der Mayo weg. Weiter geht es, dass ich jetzt Knoblauch brauche, nehme ich wieder mein Helferchen. Die ist recht groß, da langt mir die eine. So, jetzt kommt der Knoblauch da noch drunter. Als nächstes brauche ich Salz und Pfeffer. Dann einen Teelöffel Honig. So, und dann kommt noch Zitrone mit runter. Das wird jetzt erstmal gut durchgearbeitet. Mal kurz probieren. Jo, das wird gut. Das zieht ja auch nach. Ja, ein bisschen Honig dazu noch mehr. Hat den letzten Kick gegeben. So kommt es jetzt im Kühlschrank. So kann die Soße jetzt gut ziehen. Hier habe ich noch etwas Knoblauch klein geschnitten, den brauche ich noch. Dann habe ich jetzt 3 Würstchen, mit denen es jetzt weitergeht. Die Würstchen schnitze ich mal komplett auf. Also ich schneide sie so komplett durch. So, die dann nochmal halbiert. Das ist die eine, das ist die zweite Hälfte. So, und anstelle von Hackfleisch kommt bei mir jetzt hier die Bratwurst rein. Drücke ich schon mal etwas Blatt. So, jetzt kommt das oben drüber. Und jetzt muss ich das gut ausrollen. Also richtig schön dünn ausrollen. Also das dünn ausrollen ist jetzt hier wirklich wichtig. Ich hatte ja meinen ersten Versuch gemacht, da hatte ich es etwas dicker gemacht. War auch nicht schlecht. Ich habe was anderes an der Art auch daraus zubereitet. Wir wollen ja jetzt den Döner-Style haben. Und deswegen gut dünn ausrollen. So, das ist jetzt ganz fein dünn. So, das Papier wieder sacht abgezogen. Ja, und das wird jetzt so aufgerollt. Und die erste Rolle habe ich fertig. Und das gleiche mache ich jetzt mit der zweiten. Und jetzt stehe ich, was ich vorhin vergessen habe. Ich wollte hier noch ein bisschen Knoblauch drüber machen. Ich mache es bei der zweiten Wurst rein. So. Und jetzt wird die genauso aufgerollt. Und jetzt habe ich meine 2 Rollen fertig.
So, da habe ich jetzt die beiden drin. Ich komme jetzt ins obere Schubfach rein. 200 Grad und von der Zeit 15 Minuten. So, und solange das Fleisch da brutzelt, bereite ich jetzt hier meine Zutaten zu, die ich noch dazu brauche. Ich eine Zwiebel. Ich würfle jetzt, du kannst doch kleine Scheiben reinlegen, wie du das möchtest. So, das kommt jetzt hier in meine Schale. Dann habe ich einen Eisbergsalat genommen. Du kannst auch anderen Salat nehmen. Ich liebe den Eisbergsalat, weil man den wunderbar immer wieder so viel wie man braucht abschneiden kann und den Rest wieder im Kühlschrank. Dann brauche ich noch Gurke dazu. Dann habe ich noch Tomate. Ja, das darf so, dann gucken wir hier mal weiter. Ich habe ja da drüben schon gesagt, das sieht schon gut aus, aber schaut mal hier. Hier habe ich mein Fladenbrot. Also das ist schon vorgeschnitten, passt. Das kommt auch noch mal kurz in die Heißluftfritteuse, wird kurz warm gemacht. Dann nehme ich das jetzt mal da raus. So, meine Soße noch mal kurz kosten. Sogar noch Saft. Ja, schmeckt lecker. Na bitte. So. Ja, das sieht ja gut aus. Ich dachte extra, ich lasse es nicht länger drin, damit ich das Fladenbrote, die kommen da kurz rein. Aber Temperatur gehe ich runter auf 160 Grad. Das sieht schon mal richtig gut aus. So. Hauptsache heiß, heiß, heiß. 160 Grad. Und von der Zeit auch nur 2 Minuten. So, hier sind jetzt meine 2 Päckchen. Jo. Also ist doch so, wie ich mir gedacht habe. Weil das wird ja nur außen knusprig oder braun und innen drinnen nicht. Das ist auch bei den anderen Dönern nicht anders. Aber ich möchte es ja ganz gerne ringsherum ein bisschen knusprig haben. Jetzt mache ich nämlich Folgendes. Schneide ich das da kurz mal durch. Sie sind jetzt dünner. Und was du jetzt siehst, hier hinten sind die noch ziemlich hell. Streifen. Jetzt mache ich nämlich Folgendes. Das sieht bestimmt genauso aus. So. Ja, hätte ich es ein bisschen dünner ausgestrichen, wie ich gesagt, ich hätte es noch ein bisschen dünner ausrollen können. Aber jetzt mache ich nämlich Folgendes. Auseinanderreißen. Ja, das ist heiß, heiß, heiß. Für den Döner ist es nämlich zu dick. Ja. Aber das sind die Anfängerfehler. Der nächste klappt schon besser. So, die 2 habe ich raus. Dönerfleisch kommt wieder rein. Eins ist noch eingeschalten. Temperatur gehe ich ganz kurz mal hoch. 200 Grad. Und 3 Minuten. Hier kann ich schon anfangen mit Anrichten. Hier ist der Döner, das Dönerbrot. Das daneben an. Ja. Meine Matte wieder rein. Schön. Dann Salat, Zwiebeln und die schmeiße ich da ganz kurz noch mal rein. Tomatenscheiben oben drüber. Schau, so hat das noch etwas Röstaromen dazu bekommen. Und das andere haben wir jetzt die Heißluftfritteuse. Wenig. Und ich will sie ja eigentlich nur schön braun haben, deswegen gehe ich mal ganz kurz auf 200 Grad hoch. Das Ganze für, du siehst, es ist noch saftig, aber hat bei Röstaromen dazu bekommen. 3 Minuten. Ja, mein Mann kommt auch schon. Der denkt, was gibt es denn heute wieder? Genau. Also die Döner im Backpapier sind nicht richtige Döner, weil die richtigen Döner sind ja auch viel dünner und feiner geschnitten. Du kannst es auch noch feiner schneiden und es ist noch das Fleisch etwas anders, aber es ist Döner-Style, kann man einfach sagen. Aber das ist noch ein Augenblick, oder? Ist gleich fertig, ich muss was noch aufnehmen, noch filmen. Okay. Und dann kann man essen.
gucken wir mal. Und so, Ich bin ja, noch nicht probiert. Okay. Ich bin ja nicht mehr bei Grüne Hänste, da ist innerhalb von Doch, bist du. Sehr gut. Der Grill den Hensler. Du musst abgeben, immer die Bewertung. und 2 Sekunden schon die Bewertung abgeben muss. Ja. Nicht gut. Na gut. Also das ist das Fleisch. Bratwurst. Das ist auch Bratwurst. Also gut, machen wir mal hier noch Wasser. Dann muss ich. Aus einer Bratwurst ein Döner gemacht. Ja, und weiter geht's jetzt mit diesem leckeren Gericht. Das ist jetzt auch die andere Variante. Und das war dann im Prinzip, wie ich das allererste Mal probiert habe, diesen Döner so zuzubereiten. Und da habe ich dieses Gericht daraus entwickelt. Aber das schau dir jetzt an. Ja, und weiter geht's mit einer weiteren Variante. Und diesmal habe ich eine Thüringer Rostbratwurst genommen. Und da zeige ich euch natürlich wieder etwas anderes, leicht abgewandelt. Und bitte Thüringer, verzeiht mir, dass ich eure Rostbratwurst dafür so jetzt verwendet habe. Aber vielleicht schmeckt es euch auch so. Und mache ich das gleiche, wie mit dem Döner gemacht worden ist. Roll das so auf. Vielleicht hätte ich es noch ein bisschen dünner machen sollen, aber ich denke, so sollte das schon mal passen. So kommt das jetzt in die Heißluftdose. So ist jetzt die Heißluftdose drin. Obere, jetzt 200 Grad. Und von der Zeit stelle ich mal 15 Minuten ein, dann schauen wir mal. So, dann schaue ich mal. Jo. Das sieht schon gut aus. So, dann gucken wir hier mal weiter. Ich habe ja da drüben schon gesagt, das sieht schon gut aus, aber schaut mal hier. Also das passt. Dann nehme ich das jetzt mal da raus. Upsa. Sogar noch Saft. So, ich dachte extra, ich lasse es nicht länger drin, damit ich das noch ein bisschen nachknuspern kann. Ich gucke mal, ich hole es mal komplett auf, aber das sieht schon mal richtig gut aus. So. Heiß. Jo. Also ist doch so, wie ich mir gedacht habe. Weil das wird ja nur außen knusprig oder braun und innen drinnen nicht. Das ist auch bei den anderen Dönern nicht anders. Aber ich möchte es ja ganz gerne ringsherum ein bisschen knusprig haben. Jetzt mache ich nämlich Folgendes. Schneide ich das da kurz mal durch. Also schneide das so in kurze Streifen. Ups. Ja, hätte ich es ein bisschen dünner ausgestrichen. Wie ich gesagt, ich hätte es noch ein bisschen dünner ausrollen können. Aber jetzt mache ich nämlich Folgendes. Für einen Döner ist es nämlich zu dick. Ja, aber das sind die Anfängerfehler. Nächste klappt schon besser. Ja, meine Matte wieder rein. Schmeiße ich da ganz kurz nochmal rein. Jetzt geht die nochmal kurz in die Heißluftfritteuse. Und ich will sie ja eigentlich nur schön braun haben. Deswegen gehe ich mal ganz kurz auf 200 Grad hoch. Das Ganze für wirklich 5 Minuten oder 3 Minuten. Da wieder rein. Stufe 1, 200 Grad. Und 3 Minuten nur. Ja, schau, nach 3 Minuten sieht es so aus. Ideal. Die Wurst ist nicht verbrannt, nicht trocken. Schön braun, schön knusprig. Genauso will ich das dann haben. Sieht richtig gut aus. Schön saftig noch. Genau so wollte ich das haben. So, und jetzt hast du die Wurst hier drauf. Jetzt kannst du die noch in kurze Dönerstücke. So, und jetzt geht es ganz komisch weiter. Ich habe hier mal schnell einen Basmati-Reis mitgenommen. Den nehme ich mal mit, wenn es ganz schnell gehen soll. 2 Minuten in der Mikrowelle ist der fertig. Der kommt jetzt hier raus. Da mit einer Gabel nehme ich den jetzt sacht auseinander. Ja, du siehst ja, dass er jetzt hier noch zusammenklebt etwas. Als nächstes habe ich jetzt hier das Mand. Und 2 Löffelchen Mand darunter. Also so warm gleich noch. Wieder den warmen Reis. Das mal kurz durcharbeiten. So, das ist auch schon gut. Dann habe ich hier Rucola. Der wird jetzt kurz gewaschen und geschleudert. Mal gucken, dass nichts mehr drin ist. Jetzt schneide ich den so klein.
Also ich könnte jetzt auch in den Mixer schmeißen, damit er noch feiner wird. Aber ich schneide ihn jetzt einfach mal so. Ja, der Rucola kommt hier rein in die große Schüssel. Da kommen jetzt meine Bratwurststückchen mit rein. So, jetzt habe ich hier noch Zwiebel. Kannst noch ein ganz klein bisschen Öl mal drüber geben für den Rucola. Denn mit Öl wird er besser verstoffwechselt. Ja, und jetzt kommt mein Reis da oben drüber. Das ist jetzt sehr mild. Jetzt mache ich noch Salz. Genau, so kann ich jetzt frische Knoblauch dran machen. Aber ich nehme jetzt einfach mal Knoblauchgranulat. Mir ist leider die frische Knoblauch ausgegangen, muss ich noch nachkaufen. Ja, noch etwas von meinen bunten Pfeffer. Kommt noch ein bisschen Öl dazu. Das Olivenöl. Dass noch ein bisschen geschmeidiger wird. Aber gar nicht allzu viel brauchst du da. So, jetzt ist wieder neues Essen entstanden, was es so noch gar nicht gab auf dem Markt. So, dazu gibt es noch ein bisschen Paprikastreifen. Und hier habe ich von den Kirschpaprika noch. Na, was sagst du jetzt dazu? Kein Hackfleisch, extra anmachen müssen, Zwiebeln, Gewürze, Ei, Semmelbrösel oder je nachdem, wie du das anrichtest, Joghurt. Alles, was hast du gespart. Einfach nur die Bratwurst ausrollen, fertig. Auch eine Alternative. Einfach schnell, ich sage einfach mal schneller, kannst du es eigentlich gar nicht mehr machen. Döner-Style à la Uschi, kann ich nur noch mal wiederholen. Ihr seht, man kann so viel Verschiedenes machen in der Heißluftfritteuse. Man muss immer nur die passenden Ideen haben, sich was einfallen lassen. Und dann ist die Heißluftfritteuse wirklich ideal für egal, was du gerade Lust und Laune hast. Ja, hast du vielleicht auch so Ideen, wo du sagst, ach, das probiere ich einfach mal aus, mal schauen, wie es wird. Das würde mich mal interessieren. Schreib mir es doch mal in den Kommentaren, was du als nächstes so probieren wirst oder was du schon probiert hast. Oder welches von den beiden Rezepten dir vielleicht besser gefallen hat. Hast du noch weitere Ideen, Tipps? Ja, das würde mich mal wirklich interessieren. Und jetzt wünsche ich dir wirklich alles, alles Gute und schau, das war unser allererstes Gericht und das war auch richtig lecker.